Hi und willkommen zurück auf meinem Kanal oder Hey everyone, welcome back to my channel oder auch Herkese Merhaba, Kanalima Tekrar hoş geldiniz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich möchte dir erzählen, wie ich in 4 Wochen meine Sprachkenntnisse verbessert habe und wie du es auch schaffst, denn ich bin der Meinung, wenn ich wegfliege, in ein fremdes Land fliege oder ein fremdes Land besuche, kann ich nicht erwarten, dass jeder meine Sprache versteht oder dass jeder meine Sprache spricht. Von daher finde ich es wichtig, dass man sich vielleicht ein paar Wörter einprägt, dass man in den 4 Wochen oder dass man nach 4 Wochen die Sprache nicht perfekt beherrscht. Das ist klar. Oder es geht einfach nur darum, dass du dich vielleicht ein bisschen verständigen kannst. Ich weiß, es geht auch mit Händen und Füßen, aber man möchte ja irgendwie nicht ganz lost sein oder man möchte nicht ganz verloren sein. Das Wichtigste vorab ist natürlich, dass man Interesse hat, eine neue Sprache zu lernen oder dass du dich für die jeweilige Sprache interessierst. Der zweite Punkt ist auch, welche Sprache willst du lernen und wie weit ist die Sprache von deiner Muttersprache entfernt? Wenn ich jetzt Niederländisch lernen möchte, werde ich vielleicht nicht so viele Probleme oder nicht so große Probleme haben, als wenn ich Russisch oder Arabisch lernen will. Ich spreche zum Beispiel Englisch nicht fließend, mein Level Skill ist fortgeschritten, also C1. Ich habe mal einen Test gemacht, C1, also ich bin bei C1, zwischen C1 und C2. Das heißt, ich spreche nicht fließend Englisch, kann aber sehr viel verstehen. Also wenn ich mir eine englische Serie anschaue, verstehe ich um die 80 bis 85%. Ein paar Wochen vor meinem Roadtrip habe ich mich mit der türkischen Sprache auseinandergesetzt, also viel mehr als vorher. Klar, ich konnte immer ein paar Wörter, aber nicht wirklich reden, also ich konnte nicht wirklich sprechen. Und ich bin jetzt bei B1. Was ist B1? Ich glaube, das ist die mittlere Stufe B1. Wenn ich mir eine türkische Serie anschaue, verstehe ich Wörter und ich verstehe auch ein paar Sätze, aber ich verstehe nicht alles. Also vieles reime ich mir dann auch zusammen. Aber trotzdem bin ich so weit gekommen, dass ich mich im Urlaub verständigen konnte, dass ich nicht ganz verloren war und dass ich die wichtigsten Wörter kenne. Also ich habe mich durchaus sicher gefühlt. Bevor es dunkel wird, werde ich euch jetzt meine Tipps verraten. Also, ich habe es so gemacht, dass ich die 100 wichtigsten Wörter aufgeschrieben habe, die ich demnächst brauche. 100 wichtige Wörter, keine 100 Sätze, weil du wirst dir schneller Wörter merken als Sätze. Wenn ich dir jetzt sage, lerne, wie geht es dir? Wohin gehst du? Wie heißt du? Wo ist die nächste Busstation? Wo ist der Flughafen? Du wirst irgendwann durcheinander kommen und dir nicht wirklich viel merken können. Und es ist wichtig, jetzt kommt der zweite Tipp, dass man sich täglich mit der Sprache auseinandersetzt. Es reicht, wenn du dich damit 15 bis 30 Minuten beschäftigst am Tag. Wie du das machst, ist völlig egal. Einige hören lieber, einige lernen schneller, wenn sie hören. Einige müssen sich das aufschreiben oder einige müssen lesen. Es ist zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn du täglich Nachrichten anschaust oder wenn du irgendetwas liest im Internet. Du wirst am Anfang nicht viel verstehen. Irgendwann wirst du den Zusammenhang verstehen. Dann wirst du mehrere Sätze verstehen. Und darum geht es. Es geht darum, dass du Step by Step immer mehr Erfolge hast. Was ich zum Beispiel auch sehr empfehlenswert finde, ist, wenn du einen Kontakt hast, der die Sprache spricht. Am besten ist es, wenn er nur die Sprache sprechen kann. Es geht um das Sprechen. Wir denken oft darüber nach, was ist, wenn ich den Satz nicht zu Ende bringen kann. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, dass ich diese Blockade auch hatte. Ich stand vor der Tankstelle, wollte eigentlich nur eine Cola kaufen und habe mir Gedanken gemacht, was sage ich jetzt? Wie sage ich das? Und wie muss ich anfangen? Wie ende ich den Satz? Wie beende ich den Satz? Und was ist, wenn ich einen Fehler mache? Ich bin dann reingegangen und konnte nur 3 Wörter sagen und er hat mich trotzdem verstanden und hat mich sogar korrigiert. Am Ende wusste ich dann den ganzen Satz. Von daher muss man diese Blockade verlieren, denn die meisten helfen dir. Es ist wichtig, dass du dir in den 4 Wochen kleine Ziele setzt, dass du dir einen Lehrplan erstellst, damit du nicht feststeckst. Manchmal lernen wir Vokabeln und nach 2 Wochen lernen wir sie immer noch, obwohl wir schon fit genug sind. Wenn du Fehler machst, ist das auch nicht schlimm. Wie gesagt, Sprachen aus der eigenen Sprachfamilie sind einfacher zu lernen oder schneller zu lernen. Wenn du
eine sehr schwere Sprache hast, die deiner nicht wirklich ähnelt, wirst du vielleicht mehr Fehler machen oder wirst du vielleicht nicht so schnell vorankommen. Aber das Wichtige ist, dass man sich mit der Sprache auseinandersetzt und das täglich oder das regelmäßig. Wenn du nicht immer Zeit hast, dann schaff dir die Zeit am Wochenende oder vielleicht für ein paar Stunden in der Woche. Als deutscher Muttersprachler ist Englisch zum Beispiel nicht so schwer, die Grammatik ist nicht so schwer. Ich finde, Türkisch geht. Türkisch ist auch nicht, Türkisch finde ich auch nicht so schwer. Ich habe zum Beispiel Freunde, die nur Englisch sprechen. Leider korrigieren sie mich nicht. Das ist manchmal doch ein bisschen blöd. Auch wenn ich sage, bitte korrigiere mich, damit ich mich verbessern kann. Aber das Problem ist, glaube ich, weil sie mich verstehen. Weil sie mich am Ende trotzdem verstehen, korrigieren sie mich nicht. Manche lernen auch mit Sprach-Apps. Habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe zum Beispiel, wie heißt die App hier? Buso. Ich will jetzt keine Werbung machen, ich habe Buso benutzt. Finde ich aber, geht so. Also ich möchte halt immer sehr gerne den Zusammenhang verstehen. Warum muss ich das jetzt sagen? Oder warum benutze ich das Verb jetzt? Oder warum benutze ich das nur hier? Und das erklärt die App nicht gut oder manchmal sogar gar nicht. Und vor allem kann ich euch den Tipp geben, ne? Wenn ihr unterwegs seid und ihr habt eine virtuelle SIM-Karte, eSIM-Karte, die benutze ich immer sehr gerne. Das heißt, ihr müsst Internet haben. Google-Übersetzer ist alles. Ich weiß, dass einige dafür nicht so sind. Ich glaube, meine Eltern würden sich auch eher einen Sprachführer oder einen Reiseführer von Langenscheidt kaufen. Das war auch eine Zeit, ne? Langenscheidt. Ich habe mich so doch etwas sicherer gefühlt. Allerdings beschäftige ich mich auch gerne mit Sprachen. So, ein bisschen Licht. Es wird dunkel, dabei 3:30. Ich will noch nicht schlafen gehen. Lasst uns das Ganze nochmal Revue passieren. Also 100 wichtige Wörter aufschreiben, die überall anpinnen oder auch hier Handy geht ja auch. Hauptsache, du bist damit täglich konfrontiert. Dann natürlich der tägliche Austausch. Am besten hast du einen Freund oder eine Freundin oder du guckst dir zusätzlich Medien an, Nachrichten, liest Bücher, schaust Serien, hörst irgendwelche Lieder, Podcast oder wie auch immer. Kleine Ziele setzen, einen Lehrplan verfolgen und vor allem sprechen, reden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man anfängt zu sprechen. Mir hat mal jemand gesagt, du musst in der Fremdsprache denken können und das ist tatsächlich so. Ich denke auf Englisch oder ich kann auf Englisch denken, allerdings noch nicht auf Türkisch. Das reicht noch nicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Sprachen ihr spricht und wann ihr die gelernt habt. Also im Erwachsenenalter oder doch schon von klein auf an. Das ist, glaube ich, auch immer ein großer Unterschied. Ich bin der Meinung, es ist sinnvoll, Vokabeln zu lernen als ganze Sätze. Die merkst du dir einfach viel schneller und am Ende reimst du dir das auch zusammen. Und dann gehst du in den Supermarkt und denkst nicht darüber nach, was sage ich jetzt, ist das grammatikalisch richtig, was ist, wenn er mich auslacht, sondern du sagst, Tasse kaufen. Und er sagt, du möchtest die Tasse kaufen. Und du sagst, ja, Tasse kaufen. Beim nächsten Mal weißt du dann, wie der Satz lautet und du bist schlauer. Also ich finde, so fängt es an. Es fängt mit Wörter an. Sprechen ist das A und O. Man muss die Blockade überwinden, man muss die Sprachhemmung überwinden und einfach drauf losbabbeln. Das machen kleine Kinder auch, oder? Sie fangen an zu babbeln und keiner versteht sie. Ja gut, am Ende versteht man sie vielleicht ein bisschen, aber man traut sich. Habt den Mut zu sprechen und das war's. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Macht es gut. Bis bald. Tschüss.